Hallo meine lieben Zuschauer, meine lieben Abonnenten, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und heute zeige ich euch mal wieder ein sehr einfaches Rezept, das auch jeder nachbacken kann. Und zwar ist das ein Brot, das im Gusseisentopf gebacken wird. Und es ist wirklich sehr lecker, hat eine ganz, ganz tolle Kruste und macht auch nicht wirklich viel Arbeit. Und es gelingt auch mit Sicherheit jedem Anfänger. Was ich besonders gut finde, ist, dass man die Mehlsorten beliebig verändern kann. Das heißt, die Mehlsorten, die ich angegeben habe, müsst ihr nicht 1:1 übernehmen. Lasst uns einfach loslegen. Hier ist die Zutatenliste. In meinem Schüsselchen habe ich 390 Gramm lauwarmes Wasser. Jetzt nehme ich einen gehäuften Teelöffel Zuckerrübensirup und löse ihn dann im Wasser auf. Jetzt füge ich noch ein Viertelwürfel frische Hefe hinzu, das sind 10,5 Gramm und löse sie dann auch auf und lasse die Mischung ungefähr 15 Minuten stehen. In meiner Schüssel habe ich insgesamt 4 Mehlsorten und zwar sind es 250 Gramm dunkles Weizenmehl, 100 Gramm Roggenmehl, 120 Gramm Dinkelmehl und 100 Gramm helles Weizenmehl. Aber wie gesagt, die Mehlsorten könnt ihr auch gerne verändern. Ja, und dann füge ich noch 12 Gramm Salz, 15 Gramm Weißweinessig und die Hefemischung hinzu und verknete alle Zutaten zu einem Teig. Meine Küchenmaschine lief insgesamt 8 Minuten auf Stufe 2. Wenn der Teig fertig ist, lässt man ihn 3 Stunden gehen. Ich habe es etwas anders gemacht. Ich habe meinen Teig 2 Stunden gehen lassen. Dann habe ich ihn zu einer Kugel geformt und habe ihn nochmal in einem Gärkörbchen 1 Stunde gehen lassen. Aber das ist natürlich kein Muss, denn nicht jeder hat so ein Gärkörbchen zu Hause. Man kann den Teig einfach nach 3 Stunden Gehzeit zu einer Kugel formen und dann ganz normal weiterverarbeiten. Nach insgesamt 3 Stunden Gehzeit heizt sich dann mein Gusseisentopf bei Ober- und Unterhitze im Backofen auf 250 Grad auf. Kippe dann meinen Teig in den Topf, passt auf, der Topf ist sehr heiß, setze dann den Deckel auf und backe dann mein Brot 5 Minuten bei 250 Grad, dann nochmal 35 Minuten bei 230 Grad, nehme dann den Deckel ganz ab und backe es weitere 5 bis 10 Minuten ohne Deckel. Den Topf aus dem Backofen nehmen und dann das Brot auf einem Rost auskühlen lassen. Mein Brot war insgesamt 45 Minuten im Backofen, aber man muss natürlich ein bisschen aufpassen, denn die Backzeit hängt auch von dem Backofen ab, denn jeder Backofen ist ja anders. Es ist wirklich ein minimaler Aufwand mit maximalem Ergebnis und das Brot schmeckt wie vom Bäcker mit einer perfekten Kruste. Also das Rezept ist definitiv empfehlenswert und ist es auf jeden Fall wert, nachgebacken zu werden. Das Brot schmeckt wirklich sehr, sehr gut. Ja, und das war's auch schon. Das war mein Video für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und viel Spaß beim Nachbacken. Bis zum nächsten Mal. Bis dann!